Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich bin schon vielfach gefragt worden, ob ich euch nicht mal ein paar praktische Tipps geben könnte, wie man zum Beispiel die Arbeitsgeräte am schnellsten sauber bekommt. Und auch natürlich müsst ihr an die Umwelt denken. Es soll ja so wenig wie möglich jetzt ins Abwasser gelangen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel bei Acrylfarbe, aber auch bei wasservermalbarer Ölfarbe sind es die gleichen Vorgänge. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ihr seht hier meine Spüle, wo ich das immer auswasche. Und zwar habe ich hier den Keramikteller reingestellt, den ich als Palette benutzt habe in letzter Zeit. Und wie ihr seht, sind da viele Farbreste drauf, die sind eingetrocknet. Und wenn ich das jetzt wieder benutzen würde, würden sich ja durch die frische Farbe dann die alten Reste lösen und ich hätte da irgendwelche Klümpchen in meiner neuen Farbe drin und das möchte ich natürlich nicht haben. Deshalb möchte ich jetzt meine Arbeitsgeräte säubern und ich habe auch hier meinen Malpinsel. Wie ihr seht, der ist auch voll Farbe und schmutzig, den möchte ich auch sauber machen und das möchte ich euch zeigen. Also, als erstes müsst ihr den Teller mit der Farbe ein paar Minuten in Wasser einweichen. Das heißt, ich lasse da jetzt Wasser drauf fließen, mache den Teller bis oben hin voll. So. Und dann bleibt der jetzt so stehen. Ich sage jetzt mal 5 Minuten reichen auf jeden Fall. Aber ihr könnt es natürlich auch noch länger einweichen lassen. Vielleicht 10 Minuten. Das dürfte dann reichen. Und da hole ich euch dann wieder dazu, wenn dieser Einweichprozess abgeschlossen ist. So, jetzt bin ich wieder da. Die Einweichzeit von knappen 10 Minuten ist vorüber. Bei dem Pinsel ist es so, der ist jetzt voll Farbe noch ziemlich getränkt. Da würde ich jetzt Folgendes machen und das einfach mal an einem Zewa-Tuch abwischen. An einem Papiertuch. So, dann ist da so wenig Farbe wie möglich noch drin als Rückstand. Und hier auf dem Teller, wenn ihr mit dem Finger hinfahrt, seht ihr schon, dass sich die Farbe ganz, ganz leicht lösen lässt. Ihr könnt es sozusagen mit dem Finger jetzt lösen und zusammenschieben, diese Farbe, diese Farbflunkern, die da drin sind. Und einfach ablösen mit den Fingern. Dann sind natürlich stärkere Farbbatzen da drin, die kratze ich dann auch so ein bisschen ab. Aber es geht ganz leicht. Vielleicht muss man mit dem Fingernagel noch ein bisschen dran kratzen, aber ihr seht schon, es hat sich alles gelöst. Und mein persönlicher Trick, damit natürlich so wenig wie möglich die Umwelt belastet wird, ist folgender. Ich lege mir jetzt in die Spüle ein dickes Papiertuch und dann schütte ich das ganze Wasser und diese Farbreste auf dieses Zewa-Tuch. Und ihr seht schon, der
Teller ist jetzt so gut wie farbfrei. Da hängt noch etwas von einer dunkleren Farbe. Kann ich auch abmachen. Und jetzt habt ihr diese Farbreste hier gefangen auf dem Papiertuch. Es geht nichts in den Gully rein, das ist schon mal gut. Dann nehme ich das Papiertuch, drücke es ein bisschen aus, wische da nochmal den Teller sauber, dass da auch wirklich nichts von diesen Farbresten mehr drauf ist. Und deswegen benutze ich auch gerne so einen Keramikteller. Ihr könnt auch etwas aus Glas benutzen, entweder eine kleine Glasscheibe oder einen Glasteller. Da geht es genauso gut ab. Das ist das beste Material als Palette. Von Plastiktellern halte ich nichts, weil da bleibt immer die Farbe direkt auf dem Plastik so hängen. Das lässt sich auch nur schwer reinigen. So, und diesen Batzen mit der Farbe, den schmeißt ihr einfach in euren Restmüll und dann ist alles wunderbar umwelttechnisch einwandfrei gelöst und sauber, und dann könnt ihr nochmal über diesen Teller mit Wasser drüber gehen. Dann ist der auch komplett sauber. Und das ist fertig. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich den Pinsel reinige. Das ist dann wieder ein bisschen ein anderer Vorgang. Hier habe ich ein Wasserglas, ein altes, und das habe ich jetzt ein bisschen gefüllt. Ihr seht schon, da ist so eine gelbe Flüssigkeit drin. Das ist flüssige Schmierseife. Die könnt ihr in jedem Drogeriemarkt bekommen. Das ist ja auch ein Produkt, was man zum Bodenwischen zum Beispiel nimmt. Das ist ein ganz preiswertes Reinigungsmaterial. Und das könnt ihr eben auch nehmen, um euren Farbpinsel dann schön sauber zu bekommen. Und dazu weiche ich jetzt den Pinsel in dieser Flüssigkeit dann ein, in dieser flüssigen Schmierseife, und drückt es auch aus. Ihr seht schon, die Farbe löst sich da auch schon. Und alternativ könnt ihr natürlich auch so handelsübliches Spülmittel benutzen. Aber das ist nicht ganz so gut für die Pinsel, weil die dann relativ austrocknen, und bei dieser Schmierseife werden auch die Pinselhaare gepflegt. Man merkt es richtig, dass das dann geschmeidig sich anfühlt. Und jetzt habe ich da schon eben den Pinsel eingeweicht und die Farbe ist auch ziemlich schon entwichen, wie ihr seht. Und dann nehme ich nochmal das Tuch, wo ich schon die alte Farbe drin habe, und wische das nochmal gründlich ab. Dann habt ihr schon einen nahezu sauberen Pinsel, und dann gehe ich her und wasche den wirklich kleinen Rest dann aus. Drücke mit dem Daumen immer gegen diese Pinselhaare und der Pinsel wird wunderbar sauber. Ihr seht, der ist jetzt komplett sauber, fühlt sich geschmeidig an und kann dann schon benutzt werden für euer nächstes Bild, das ihr malen wollt. So, dann ist es
schon erledigt. Ich drücke noch das Wasser aus und ganz wichtig, diesen Pinsel stellt ihr dann einfach in ein höheres Gefäß rein, und zwar mit den Borsten nach oben, nicht nach unten, immer schön nach oben, dann kann das an der Luft trocknen und ist wieder bereit, benutzt zu werden bei eurer nächsten Malerei. So, und jetzt wollte ich noch euch zeigen, dass es auch hier noch ein Stück feste Seife gibt. Das ist eine ganz einfache Kernseife, wie sie auch zum Waschen der Hände benutzt wird. Und die ist auch überall erhältlich in den einschlägigen Drogeriemärkten. Und die kann man auch ganz gut benutzen zur Pinselreinigung. Das wird dann anders gemacht, zeige ich euch auch gleich. Und zwar geht ihr da einfach mit dem Pinsel drüber, mit den Borsten, und weicht den tüchtig ein. Dann seht ihr, dass das auch voll ist von der Seife. Da könnt ihr genauso den Pinsel reinigen, und das ist auch eben eine ganz gute Methode, um den Pinsel sauber zu bekommen. Aber das bleibt euch dann überlassen, ob ihr lieber eben dieses Seifenstück benutzt oder ob ihr dann diese flüssige Schmierseife euch holt. Das ist eure Angelegenheit. Ja, und damit könnt ihr natürlich auch andere Materialien sauber machen. Und ich zeige euch gleich noch, wie ihr euren Arbeitstisch säubert. Das ist wieder eine andere Methode. Bis gleich. So, wir sind jetzt bei meinem Arbeitstisch angelangt. Das ist ein Holztisch, und auf diesem Holztisch liegt eine große Glasplatte drauf. Das ist ein ideales Material, um hier Kunstarbeiten zu fertigen, denn von dieser Glasplatte habe ich jetzt eben hier mit dem Pinsel Farbe draufgebracht, und von der Glasplatte kann man das eben sehr bequem ablösen, ganz ohne Wasser, und zwar mit diesem Gerät. Das bekommt ihr auch im Drogeriemarkt, und zwar ist es ein Schaber für ein Ceranfeld für die Küche ursprünglich. Das hat eine breite Klinge zum Schaben vorne drin, hat einen Handgriff, und damit könnt ihr jetzt hergehen und könnt diese Farbreste von dieser Glasplatte einfach abschaben. Dazu braucht man ein bisschen Druck, aber im Prinzip geht das relativ einfach und schnell. Wie ihr seht, ganz leicht fahre ich da nur drüber, und dann rollt sich da die Farbe gleich zusammen und löst sich von dieser Glasplatte. Das mache ich jetzt mal. So, und dann könnt ihr sehen, jetzt ist da nur ein Häufchen trockene Farbe übrig geblieben, und diese trockene Farbe könnt ihr dann in eurem Restmülleimer entsorgen. Das ist eine total saubere und völlig umweltfreundliche Methode, denn wir Künstler, wir wollen ja auch was beitragen zum Umweltschutz.
und da achte ich also schon sehr drauf. Deshalb kaufe ich auch nur Farben, die lösungsmittelfrei sind und die also mich selbst schützen, weil sie keine unangenehmen Gerüche ausstrahlen. Deshalb arbeite ich auch hauptsächlich mit der Acrylfarbe, aber inzwischen sind ja auch Ölfarben auf dem Markt, die lösemittelfrei sind. Und das finde ich schon sehr gut, dass man da jetzt eben andere Produkte kaufen kann, die völlig ungefährlich sind für einen selbst, denn wir wollen ja noch sehr lange hübsche Bilder malen. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch meine praktischen Tipps heute gefallen haben. Ich danke euch, liebe Freunde. Servus, tschüss, eure Anne Bross.